innerhalb dieser Goetheanum-Reihe Anthroposophie eine Erweiterung der Wissenschaft hörten wir vor einer Woche einen Beitrag zur Wissenschaftlichkeit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Und ich selber wurde gebeten, einen eher grundsätzlichen Beitrag zu versuchen über den Beitrag der Anthroposophie zur Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts ein paar Worte zu sagen. Das möchte ich nun versuchen, wobei sich bei einer solchen umfänglichen Fragestellung sofort eigentlich die Frage nach der Kultur insgesamt stellt. Was verstehen wir unter dem Begriff der Kultur? Und die Kulturwissenschaft ist ja ein großes und weites Feld. Da im Goetheanum nicht so oft und nicht so positiv über Immanuel Kant gesprochen wird, werde ich einmal mit ihm ganz kurz beginnen. Er hat einmal in einer seiner wesentlichen Schriften Folgendes gesagt: Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns schon für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Kultur. Der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht bloß die Zivilisierung aus. Er hat also differenziert zwischen Kultur und dem, was nach außen Zivilisation wird. Oswald Spengler ging im 20. Jahrhundert so weit zu sagen, wenn Kulturen sterben, ist noch Zivilisation da. Es ist das Endstadium einer Kultur oder Hochkultur, das in eine Zivilisation ausläuft. Das ist ein sehr sozusagen Sterblichkeitsaspekt. Aber immer wieder auch von Wilhelm Humboldt oder auch von Helmut Plessner, um einen moderneren Philosophen des 20. Jahrhunderts zu nehmen, wurde dieser Innenbereich gewissermaßen einer Zivilisation Kultur genannt und immer mit der Bildungsfrage verknüpft. Die Frage nach dem, was Menschen bis hin zur Idee der Moralität, wie Kant sagte, in sich tragen. Also bei Plessner ist Kultur der Innenbegriff für eine geistige Tätigkeit und ihren Ertrag im weltlichen Feld. Wenn man nach dem Beitrag der Kultur der Anthroposophie für die Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts fragt, würden wahrscheinlich dann viele sagen, die die Anthroposophie schätzen und gerade auch die Moralität als Idee verfolgen, naja, es gibt doch erstaunliche Errungenschaften im Bereich von Pädagogik, Heilpädagogik, Medizin. Aber zurückgefragt gewissermaßen zu Kant, hätte man schon die Grundfrage zu stellen, ob das nicht Ausdrucksformen einer im Innersten kulturellen, geistigen Tätigkeit sind. Und dieser Vortrag wird sich mit der Frage beschäftigen, ob nicht der Beitrag der Anthroposophie zur Kultur vor allem ein wissenschaftlicher war und ist. Die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft, von der Rudolf Steiner sprach, verstand sich jedenfalls so. Das, was dann als Manifestationsform in den Lebensgebieten erzielt werden kann, als Ausdruck einer anderen, weiteren wissenschaftlichen Grundhaltung. Die Erweiterung des Wissenschaftsbegriffes, der Wissenschaftshaltung und damit zugleich eine Erweiterung des Menschenbildes. Warum ist das verbunden? Weil das dominante Menschenbild, das wir heute haben, eigentlich ein Endresultat ist einer gewissen wissenschaftlichen Entwicklung, die den Fokus der wissenschaftlichen Tätigkeit sehr eng gefasst hat. Wissenschaft wurde lange Zeit fast nur noch mit Naturwissenschaft gleichgesetzt. Und insofern der Mensch wissenschaftlich in Frage kommt, wurde sein Körper als der wissenschaftliche Gegenstand definiert. Eine ungeheure Verengung der methodischen Vielfalt, der Wege zum Wissen, aber auch eine Gegenstandsverengung im Zuge der neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Entwicklung, die eben sehr, sehr erfolgreich war in diesem Feld sozusagen der materiellen Erkenntnis und den Menschen auch zunehmend materiell gefasst, verstanden hat. Wir wissen heute und schon länger, der Mensch ist nicht nur Körper, sondern er ist belebter Leib, er ist beseelter Leib, er ist auch durchgeistigter Leib. In der Medizin wird das sehr deutlich. Und wenn man die Gesamtfrage stellt des wissenschaftlichen Beitrages der Anthroposophie zur Kultur, glaube ich, müsste man da anfangen bei der Totalität des Menschenbilds.
bei der Umfassendheit des Menschenbildes, dass neben der materiellen und damit auch biochemischen Erkenntnis dessen, was sich vollzieht im Körper, zugleich die Lebensdimension des ganzen Geschehens wieder methodisch versucht wurde zu fassen. Eine Wissenschaft des Lebendigen, die einer spezifischen Methode bedarf. Und Rudolf Steiner hat ja immer diesbezüglich den Beitrag Goethes sehr hoch gewichtet. Er nannte ihn einmal den Kopernikus und Galilei der organischen Welt, also eben nicht der physikalischen Welt, sondern der Welt des Lebendigen. Und dafür eine Methode entwickelt zu haben, wie man sich Lebendigem, erkennend wissenschaftlich als Lebendigem naht, als den zentralen Beitrag Goethes im Bereich der Naturwissenschaft gesehen. Und damit zugleich etwas, was Wolfgang Müller in seinem letzt erschienenen Buch Zumutung Anthroposophie, auf das ich ein paar Mal zurückkommen werde, nannte eine Rehabilitierung der sinnlichen Lebenswelt. Dass eben diese Sinnlichkeit, das sinnlich Sichtbare, das kann man an Goethe ja sehr schön sehen, zugleich ein geistvolles ist. Eine Pflanze war für ihn eben nicht nur ein physikalisch-chemisches Objekt, sondern als Lebensorganismus zugleich etwas Geistvolles. Also nicht eine jenseitige, überspringende Geistigkeit mit einer materiellen Welt, sondern eine Durchdringung. Und natürlich, es gehört zum Menschensein eine Seelenwelt, die Goethe weniger oder literarisch bearbeitet hat, die aber auch nicht mehr in den Bereich der Naturwissenschaft fällt, sondern in den Bereich einer Seelenwissenschaft, einer Phänomenologie des seelischen Lebens, einer wissenschaftlichen Zugang zur Welt der Seele. Das hat in der Entwicklung des 15. bis 19. Jahrhunderts fast niemand mehr interessiert, denn der Fokus war auf die materiell-physische Welt. Und es gehört zum 20. Jahrhundert, die Gesamtdimension des wissenschaftlich zu Beforschenden auch im Bereich des Menschlichen neu zu fassen. Und schließlich Rudolf Steiners sozusagen zentraler Ansatzpunkt, auch die geistige Tätigkeit des Menschen, der Mensch als denkendes Wesen, bedarf, wenn man es tiefer verstehen will, einer adäquaten Zugangsmethodik. Das ist alles nicht so leicht, denn diese erweiterten Gegenstandsbereiche brauchen eine je andere methodische Annäherung. Ja, man könnte schon gar sagen, ein je anderes Bewusstsein. Denn das Bewusstsein zur Erfassung der gegenständlich-materiellen Welt ist ein anderes als das zum Lebendigen, zum Seelischen wie zum Geistigen. Und man kann diese etwas herausfordernde Frage stellen, ob nicht dieser epochale Umbruch am Beginn des 15. Jahrhunderts, wo ein Bewusstsein für die materielle Welt grandios entwickelt wurde, und das war ja fast eine Revolution, es war ja auch eine Offensive sondergleichen, ob wir nicht vor einem ähnlichen Sprung in der kulturellen Bewusstseins- und Wissenschaftsentwicklung stehen, noch immer stehen, dass im Grunde auch Geistiges in dieser Weise eine ihm adäquate Bewusstseinsform wissenschaftlicher Erkenntnis benötigt. Das ist außerordentlich anspruchsvoll und schwierig. Rudolf Steiner definierte einmal die Anthroposophie als eine Wirklichkeitsforschung, die mit einem verwandelten Bewusstsein arbeitet. Warum verwandeltes Bewusstsein? Weil es einfach mit dem Alltagsbewusstsein so einfach nicht zu leisten ist. Und das ist bei Goethe ja schon zu sehen. Wenn ich eine andere Naturforschung, Naturerkenntnis praktizieren möchte, muss ich in gewisser Weise mir dafür die Organe erst ausbilden. Aber die Organe ist der wahrnehmende, sehende, sensibel anwesend seiende, gegenwärtige Mensch, der sich selber zum Organon, zum Werkzeug der Erkenntnis ausbildet. Und insofern ist der Schulungsweg, der sogenannte in der Anthroposophie, ja sehr engstens mit ihrem wissenschaftlichen Anspruch verbunden, dass Menschen sich entwickeln müssen, können, sagen wir vorsichtiger, um dann auch erweiterte Erfahrungsbereiche zugänglich zu werden. Und zwar jetzt nicht als einem subjektiven Wünschen und Hoffen nach übersinnlichen Welten, sondern als eine, ich möchte sagen, wissenschaftliche Erfordernis. Wenn ich mehr wissen muss, und in vielen Lebensbereichen müssen wir mehr wissen, um die Wirklichkeit nicht zu versäumen, dann muss ich mich verändern. Das heißt, ich muss das Alltagsbewusstsein steigern, verändern.
Das klingt merkwürdig, aber schon für ein Galileo-Bewusstsein war ein Schritt notwendig. Und man kann das ja kulturgeschichtlich sehr verfolgen, wie er angestoßen ist, ein solcher Pionier der naturwissenschaftlichen Forschung, mit seiner Art von Bewusstsein, neuem Bewusstsein für die Erfahrung des Wirklichen. In gewisser Weise ist die Zumutung der Anthroposophie auch darauf zu pochen, dass eine neue Kultur einen erweiterten Wissenschaftsbegriff braucht und der wiederum eine Vielfalt oder eine Steigerung der bewussten Leistungen des Menschen. Wolfgang Müller schreibt, Steiner ist in diesem Punkt so radikal, wie es je ein spiritueller Lehrer war. Also kein leichtfüßiger Antimaterialismus, so schreibt er, keine preisgünstige Spiritualität, sondern ein durchaus gewagtes Unternehmen. Und das Spannende an der Anthroposophie, wie wir sie auffassen, ist, dass das nicht irgendwie jetzt ausschert von der Moderne, sondern im Grunde in einer gewissen Logik dieser Bewusstseins- und Wissenschaftsentwicklung selber liegt. Dass die Erweiterung des Gegenstandsbereiches nur dann gelingen kann, wenn ich die Schulung an der Naturwissenschaft erfahren habe, dieses Methodenbewusstsein an der Naturwissenschaft ausgebildet habe, um sie dann in veränderter Form auch für Seelisches und Geistiges ja nicht in Anschlag zu bringen, sondern so zu transformieren, dass es diesen Bereichen angemessen ist. Der zentrale Beitrag der Anthroposophie zur Kultur, ich sehe ihn in diesem erweiterten Wissenschaftsverständnis und in dieser erweiterten Wissenschaftspraxis. Und sie führt zu einer Erweiterung primär dessen, was wir als einen Menschen erkennen, erfahren und wertschätzen, zu einer auch anderem Verständnis von Menschenwürde, auch in ihrer Gefährdung. Und daraus werden Lebenswirklichkeiten. Und da kann man nun über Pädagogik sprechen, auch über Landwirtschaft, über heilende Pädagogik, über Medizin, aber in gewisser Weise sind das die Betätigungsfelder dessen, was aus diesem Ursprung heraus sich neu darstellt. Und dass das Ganze eben kein Luxus ist, sondern brisant ist, möchte ich kurz am Beispiel der Medizin erläutern, weil es da, glaube ich, am allerdeutlichsten die letzten 100 Jahre geworden ist und wir auch jetzt wieder doch in einer stark medikalisierten Zeitsituation leben. 1902 sagte ein berühmter Kliniker, unsere Heilkunde ist das, was sie geworden ist, seitdem sie sich der Führung der Naturwissenschaften anvertrauen konnte, seitdem sie gelernt hat, deren Methoden und Technik für ihre Zwecke zu benutzen. Das konnte nicht früher geschehen als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, weil damals erst die Naturwissenschaften zur Selbstständigkeit erstarkten. Von da beginnt die moderne Ära der Medizin. Seitdem vollzieht sich ihre Entwicklung in ungestörter Kontinuität. Noch nie und seitdem ist an keiner Stelle ein Zeichen davon hervorgetreten, dass wir da nicht auf dem richtigen Wege sind. Ununterbrochen, sicher und erstaunlich groß war bisher der Fortschritt. Und er wird es auch ferne bleiben, sofern wir unserer Fahne, der Fahne der Naturwissenschaften, treu bleiben. So begann das 20. Jahrhundert gewissermaßen für Bernhard Naunin, ein berühmter Professor der Medizin aus Straßburg. Worauf er zurückblickt, ist in die Transformation der Medizin im 19. Jahrhundert. Sie ist im 2. Jahrhundert eine angewandte Naturwissenschaft geworden. Durch den großen Erfolg von Physik und Chemie, vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat immer mehr die Medizin oder die Pioniere dieser naturwissenschaftlichen Medizin die Notwendigkeit gesehen, die Medizin aus einer irgendwie antiquierten Heilkunst zu einer angewandten Naturwissenschaft zu machen. In den 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts war das noch ein Pionierkampf. Und die Protagonisten dieses Fortschrittsdenken hatten noch die Zunft der Ärzte gegen sich. Aber sie hatten markige Parolen. Wenn zum Beispiel 1842 der dann später führende deutsche Physiologe Émile du Bois-Reymond sagt, Brücke und ich, das ist ein anderer von diesen Koryphäen, wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen, dass im Organismus keine anderen Kräfte wirken als die physikalisch-chemischen. Eine Verschwörung, wenn Sie so wollen, ein Programm.
Das ist das, was wir eindeutig wollen, dass es ist, und das werden wir deutlich machen. 2 Jahre später ein 23-jähriger Rudolf Virchow. Die neueste Medizin hat ihre Anschauungsweise als die mechanische, ihr Ziel als eine Feststellung der Physik der Organismen definiert. Sie hat nachgewiesen, dass Leben nur ein Ausdruck für eine Summe von Erscheinungen ist, deren jede einzelne nach den jeweiligen physikalischen und chemischen Gesetzen vonstatten geht. Das ist das, was die neueste Medizin nachgewiesen habe. Es war mehr Programm als Nachweis. Damals war man noch lange nicht so weit, dass man den Beweis erbringen konnte, dass alles, was als Leben sich im Organismus regt, sich ableiten lässt von Physik und Chemie. Aber es sollte so sein. Und er sagte noch dazu, und alles, was das Geistige betrifft, das betrachten wir als transzendent. Und die Transzendenz als eine Verirrung des menschlichen Geistes. Also was zählt, ist Physik und Chemie, und das sollte es nun sein. Virchow sagte auch explizit, es sei die einzige Methode, die naturwissenschaftlich, physikalisch-chemische, die es überhaupt gäbe. In der Medizin und überhaupt die einzig wissenschaftliche Methode und sonst nichts. Und man hatte eben, Heinrich Schipperges nannte das die Utopien des 19. Jahrhunderts, man hatte große Visionen, dass mit diesem erfolgreichen Modell in kürzester Zeit keine Krankheiten mehr da sein werden, weil der Mensch, der Meister der Natur, wenn er all diese Mechanismen erkannt hat, sie dirigieren wird und optimieren wird. In einem physiologischen Lehrbuch von 1852, dem führenden deutschen physiologischen Lehrbuch von Karl Ludwig, steht schon im Vorwort: In dem Ziele des Arztes, den Gang des leiblichen Lebens nach dem Belieben der menschlichen Vernunft zu lenken, geht das Streben dieses Lehrbuchs auf. Also nicht nur Krankheiten begrenzen, verhüten, sondern den Gang des leiblichen Lebens nach dem Belieben der menschlichen Vernunft zu lenken. Also nicht nur, es wird keine Krankheiten im 20. Jahrhundert mehr geben müssen, sondern wir optimieren Leiblichkeit. Wir gestalten, wir bestimmen dasjenige, was im Körperlichen stattfindet. Wir sind nicht nur Iatrotechniker, die effizient kausalanalytisch reparieren, sondern wir sorgen dafür, dass Leiblichkeit so geht, wie wir das definieren. Eben, das war ein fulminantes Konzept, und es waren junge Menschen mit einem großen Ziel, und Deutschland, es waren alles Deutsche, Deutschland hatte die Führungsposition in dem 19. Jahrhundert, sowohl in der Physiologie als auch in der Chemie, als auch dann in der pharmazeutischen Industrie, in der pharmakologischen Forschung und im Grunde auch in der Klinik, war irgendwie Motor der Entwicklung. Und die Kliniken waren, wie Klaus Dörner sagte, Anstalten, wo möglichst viele und gehorsamsbereite Menschen unter möglichst gut kontrollierten Bedingungen sich als Versuchspersonen zur Verfügung zu stellen hatten. Das war das Ideal, und die Kliniker, und das war Ende des 19. Jahrhunderts so, ein Medizinstudent verbrachte viel mehr Zeit im Labor, aber auch im Tierstall, denn dort wurde ja sozusagen experimentelle Pharmakologie gelehrt, als am Krankenbett. Und jeder, wörtliches Zitat, das Evangelium der naturwissenschaftlichen Methode nicht anerkannte, verdiente den Namen eines Arztes nicht mehr. So würde das heute fast niemand mehr vertreten, aber es war eine Wucht. Es war ein 19. Jahrhundert, von dem Martin Heidegger sagte, das finsterste aller Zeitalter, obwohl erst das 20. die Konsequenzen gezogen hat. Aber in einer gewissen Weise war etwas zu Ende gedacht worden und auch gewollt worden. Man kann das Materialismus nennen, aber muss wissen, dass man da schon eine große Transformation der Lebenswelt beschreibt. Richtig gefährlich wurde es auch sozial, gesellschaftlich, als sich dieses Streben verband mit dem Sozialdarwinismus, das heißt einer Lehre aus dem 20. Jahrhundert, der zufolge sozusagen die Überleben der Gesellschaften und der Menschheit davon abhängt, dass die Besten sich von den Schlechteren trennen.
Für die Sozialdarwinisten war die Medizin ein Problem. Je effizienter sie wurde, umso gefährlicher, sagte Darwin schon, denn sie betreibt Kontraselektion. Da werden schwerkranke, alte, behinderte Menschen gefördert und gestützt, die eigentlich sonst wegselektiert würden. Also in The Descent of Man hat Darwin schon zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben: Wir erbauen Heime für Idioten, für Krüppel und Kranke. Wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte bieten alle Geschicklichkeit auf, um das Leben der Kranken so lange als möglich zu erhalten. Das allerdings sei eben gerade nicht vernünftig. Und jetzt könnte man, wenn man mehr Zeit hätte, entwickeln, wie Haeckel das aufgegriffen hat in Deutschland, wie ab den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts Schriften verschiedenster Art erschienen, die im Grunde Programme entwickelten, dieser Aussonderung, dieser Selektion der Störenden, der psychopathisch Minderwertigen, wie man auch Menschen vor Fortpflanzung schützt, deren Fortpflanzung man nicht möchte, wie man die leistungsfähigen Bevölkerungsteile dagegen zu einer Fortpflanzung motiviert, was überhaupt der Wert des Lebens sei, wie die Gesellschaft den taxiert, wie die Gesellschaft den Lebenswert des Einzelnen zu beurteilen hätte und nicht nur er selber, wie Verschwendung von Arbeitskraft eigentlich wäre, wenn man sich um diese Leute kümmert. Diese ganze Diskussion war voll da, wenn auch erst so in einzelnen Kreisen. Und sie ist aber dann spätestens nach dem Ersten Weltkrieg in einer allgemeinen Verarmung Mitteleuropas und einer Radikalisierung zu einem Programm geworden. 1911 gab es schon ein großes Preisausschreiben der Zeitschrift Fortschritte der Wissenschaft, wo eine Fragestellung war: Was kosten die minderwertigen Elemente dem Staat und die Gesellschaft? Aber da gab es noch Einspruch. Max Beer, ein Arzt aus Barmen, schrieb: Ist einmal die Scheu vor der Heiligkeit des Lebens vermindert, die freiwillige Sterbehilfe für die geistig Gesunden Unheilbaren und die unfreiwillige für die Geisteskranken eingeführt, wer steht dann dafür, dass man dabei Halt macht? Aber die Entwicklung ging forciert weiter und das Besondere ist eben, sie lag in dieser Richtung, die jetzt schon skizziert wurde. Es war jetzt überhaupt sozusagen kein krimineller Akt, sondern es war Ausdruck eines Denkens. 1920 zu sagen, es wird eine Zeit kommen mit einem anderen Humanitätsbegriff, wo man da herangehen wird. Alphonse Labiche, ein Medizinhistoriker Emeritus der Universität Düsseldorf, hat einmal geschrieben über die Weimarer Republik: Es gibt keine gesundheitswissenschaftliche Disziplin der Weimarer Zeit, es gibt keine gesellschaftliche Gruppe der Weimarer Zeit, die nicht von dem Gedanken einer Fortpflanzungshygiene, Eugenik, Volksaufartung oder positiven und negativen Rassenhygiene durchdrungen war. Was dann kam, ist jetzt 3 Tage vor dem Auschwitz-Gedenktag, glaube ich, gut bewusst: Ein totalitäres Regime, dem ein solches Denken und eine solche Auffassung von Gesellschaft und auch von Medizin sehr, sehr recht kam. Noch einmal Labiche: Die führenden NS-Ärzte sahen die Gesundheitssicherung des Nationalsozialismus gänzlich im Rahmen der naturwissenschaftlichen Entwicklung der modernen Medizin. Nach der hygienischen Revolution im medizinischen Denken, den naturwissenschaftlichen Gesundheitswissenschaften und dem wie selbstverständlich vollzogenen Wechsel von der Sozial- zur Rassenhygiene stellten sich die NS-Ärzte in ihrer Interpretation an die Spitze dieser Entwicklung. Die medizinischen Maßnahmen galten ihnen als wissenschaftlich, therapeutisch und ethisch gerechtfertigt und damit als geboten. Die NS-Medizin legitimierte und exekutierte das biologistische Gesellschaftsmodell des Nationalsozialismus weitgehend selbstständig. Der Nationalsozialismus und die Medizin im Nationalsozialismus sind dem Projekt der Moderne immanent. Eine ganz gewaltige Aussage, Anfang des 21. Jahrhunderts getroffen, nachdem man in Deutschland über 50 Jahre genau dagegen angegangen ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese NS-Mediziner, derer man habhaft werden konnte, gewissermaßen als Ausnahmen, Verbrecher, Kriminelle irgendwie desavouiert oder beurteilt. Aber sozusagen die Grundfrage nach dem medizinischen Denken, nach dem Gesellschaftsverständnis, nach der Auffassung eines materiellen Menschenbildes wurde kaum gestellt. Elie Wiesel dagegen, ein Überlebender von Auschwitz-Birkenau, hat einmal gesagt, es sind ja nicht nur über 1 Million Menschen dort gestorben, sondern die Idee des Menschen. Das ist eine Frage, hätte vielleicht Martin Heidegger gesagt, ob die erst in Auschwitz gestorben ist. Oder ob in gewisser Weise ein solches Arbeits- und Vernichtungslager die Konsequenz zieht aus einer ungeheuren Reduktion der Lebenswelt, der Gegenwartsauffassung, der Du-Auffassung und im Grunde eine Vollstreckung unter dem Totalitären ist von etwas, was als Denkform da war. Weswegen, wie ich sagte, Heidegger einmal sagte, das 19. Jahrhundert ist das finsterste aller Zeitalter, wofür äußerlich ja nicht viel spricht, aber vielleicht im Hinblick auf diesen inneren Kulturbegriff und damit das Menschenbild sehr viel. Alexander Mitscherlich war vielleicht der einzige lautstarke Intellektuelle 1945, der sich im Hinblick auf die Medizin damit in keiner Weise zufrieden geben wollte. Und das ist interessant, weil Mitscherlich im Grunde einer grandiosen Familie von Universitätsmedizinern angehörte. Sein Urgroßvater Eilhard Mitscherlich, der deutsche Chemiker sozusagen des beginnenden 18., 19. Jahrhunderts, der Lehrer von Dubois-Reymond und Virchow, hatte nach sich gezogen in den nächsten 2, 3 Mitscherlich-Generationen 18 hochkarätige deutsche Universitätsprofessoren, eine dieser ganz starken elitären Medizinfamilien. Und einer scherte aus, und das war Alexander Mitscherlich. Im Grunde sehr stark durch die Erlebnisse Mitte des 20. Jahrhunderts. Und er wollte auch Mediziner sein, aber er sagte, es geht um die geistigen Grundlagen der Medizin, es geht um Menschenkunde. Und er war derjenige, der diese Nürnberger Ärzteprozesse beobachtet und kommentiert und in mehreren Schriften versucht hat aufzuarbeiten. Denn für ihn standen nicht nur einzelne Ärzte vor dem Gericht, sondern wie sein Lehrer Viktor von Weizsäcker einmal sagte, der Geist der Medizin. Um Weizsäcker zu zitieren, es kann wirklich kein Zweifel darüber bestehen, dass die moralische Anästhesie gegenüber dem Leiden der zur Euthanasie und Experimenten Ausgewählten begünstigt war durch eine Denkweise einer Medizin, welche den Menschen betrachtet wie ein chemisches Molekül oder einen Frosch oder ein Versuchskaninchen. Und insofern war Weizsäcker der durchaus provokanten Auffassung zusammen mit Mitscherlich, dass in Nürnberg eigentlich verhandelt werden müsse über den, wie er sagte, Geist der naturwissenschaftlich-biologischen Medizin. Beide waren extrem gute Kliniker, liebten Naturwissenschaft und Biologie, aber hielten sozusagen die Selbstdefinition der Medizin als Naturwissenschaft für eine Gegenstandsverfehlung. Denn der Gegenstand der Medizin ist eben nicht die Natur, sondern der Mensch, der etwas Natürliches in sich hat, aber eben auch etwas seelisch-geistiges. Wie, sagte Weizsäcker, wenn das Weltbild der Naturwissenschaft seine Vorherrschaft in der Medizin eine Ursache der entmenschten Tätigkeit werden konnte, ja geworden ist, ich behaupte das. Aber es waren wenige, diese Heidelberger, Mitscherlich, Weizsäcker, die versuchten nach 1945 zu sagen, die Enthumanisierung, die jetzt eine Vollstreckung gefunden habe unter totalitären Bedingungen, habe eben mit einer Wissenschaft vom Menschen zu tun, die Schritt für Schritt alles Menschliche verbannt hat. Es war eben alles nur noch physikalisch-chemisch am Menschen. Er ist ein antlitzloses Wesen geworden. Eine Medizin, die kein Subjekt mehr kannte, eigentlich den Versuch, der Mensch zu einem Gegenstand zu machen. Und das passte einer Ideologie hervorragend, ineinander arbeitend, die gerade diesen Menschen so entwerten wollte. Und insofern war das Programm nach 1945 da, bei Mitscherlich ganz stark zu sagen,
Wir müssen Sorge dafür tragen, dass die Medizin kein Feld wird, auch in Zukunft für medizinfremde Interessen und Mächte, darunter Ökonomie und Politik, Administration und Überwachung, Biotechnologie. Wir plädieren für therapeutische Beziehung, Sprache und Empathie. Und die Ärzte und Therapeuten stehen nicht im Dienst des des Staates, sondern des Patienten. Programme nach 1945. Mitscherlich wurde eigentlich wenig gehört. Er war kein Anthroposoph. Ich habe das Feld sozusagen etwas verlassen, ich komme aber gleich darauf zurück und ich glaube, es wird deutlich, warum es zusammengehört. Bringe einen Anthroposophen ins Spiel, Gerhard Kienle. Bewege mich in die 60er, 70er Jahre hinein des 20. Jahrhunderts. Worum ging es in der Medizin, öffentlich, wissenschaftlich ganz stark? Plötzlich war das Thema da, alle Medikamente, die da sind, müssen evaluiert werden. Und zwar nach Wirksamkeit. Und da gibt es nur noch einen Standard, das ist der Doppelblindversuch. Es war eine Initiative da, deren Hintergründe sehr vielfältig sind, zu sagen, Medikamente können nur noch dann auf dem Markt bleiben, wenn sie im Doppelblindversuch ihre Wirksamkeit gezeigt haben. Es war im Gefolge von Contergan aufgekommen, wo eigentlich die Schulmedizin sehr unter Kritik war, dass der Bereinigung des Arzneimittelmarktes mit wissenschaftlichen Verfahren plötzlich zu einem Leitmotiv wurde und eine Elimination nicht schulmedizinischer Verfahren gewissermaßen im Schattenwurf von Contergan betrieben wurde. Sehr eindrücklich. Gerhard Kienle war derjenige, der in Deutschland diese Diskussion am meisten führte. Denn er war nicht bereit zu akzeptieren, dass ein solches Paradigma, das nur, was hier als Wirksamkeit biochemisch gefasst wurde und doppelblind erfasst wurde, Wirksamkeit in der Medizin überhaupt sei. Und das dann noch in Verbindung mit staatlicher Gewalt zum einzigen Instrument der Zulassung von Heilmitteln gemacht wurde. Es wäre sehr interessant, seinen ganzen Auseinandersetzungen, die er mit der Philosophie der Freiheit Rudolf Steiners erkenntnismethodisch führte, aber mit sehr guten statistischen, medizinischen, klinischen Argumenten hier nachzuzeichnen. Ich glaube, er konnte sehr gut aufzeigen, was da geschehen war, wie da eine Art von Verständnis von Wirksamkeit und Therapeutik jetzt in Verbindung mit staatlicher Gewalt, wie er sagte, zu dem Alleinigen definiert werden sollte. Und er schrieb ein großes Buch, Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft, 1974 bei Schartauer erschienen. Und ein Zitat nur: Es gibt auch eine wissenschaftliche Fahrlässigkeit, in dem wissenschaftlich nicht ausreichend geklärte oder nicht zu Ende gedachte Begriffe aufgrund einer Überbewertung propagiert oder auf dem Wege politischer Beratung bzw. Formulierungshilfe für behördliche Vorschriften durchgesetzt werden und dabei Unheil anrichten. Die Verantwortung für die Folgen solcher Begriffe können dem Wissenschaftler weder vom Politiker abgenommen, noch durch Naivität bei der Abschätzung der Folgen entschuldigt werden. Die Expertengremien sind so gefährlich wie alle Orakel, weil die klare persönliche Verantwortung fehlt und praktisch niemand wegen folgenschwerer Fehlentscheidungen zur Rechenschaft gezogen oder auch nur namhaft gemacht werden können. Kienle rechnete auch vor, dass wenn das schon da gewesen wäre in den 60er Jahren, diese Bereinigung des Arzneimittelmarktes, wie viel mehr Menschen dann Thalidomid genommen hätten gegen Schlafstörungen, weil nur noch so etwas, das war eines der bestgeprüftesten Substanzen im Hinblick auf Toxizität und Wirksamkeit in Anführungsstrichen, alle anderen wären weg gewesen. Kienle führte diese Diskussion von Herdecke aus, von dem ersten anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus in Deutschland und der beginnenden Universität Witten-Herdecke. Und er hat in Bonn dann bei führenden Gremien mitgearbeitet und gerungen um ein anderes, weiteres Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Therapie, von Körper, Leben, Seele und Geist und ihre wissenschaftliche Relevanz in der Medizin. Und was er erreichte, war 1945 ein erstes pluralistisch gefasstes Arzneimittelgesetz, wo der kontrollierte klinische Versuch restlos gestrichen war
und stattdessen die verschiedenen Pharmazeutika der verschiedenen Therapierichtungen mit ihrer je eigenen Methodik wissenschaftlich bewertet wurden. Der Ausschuss, der dem Parlament dann, der Bundestagsausschuss, der die Gesetzesvorlage vorstellte, sagte, dass ein wissenschaftlicher Streit zwischen den verschiedenen therapeutischen Lehrmeinungen nicht dadurch entschieden werden darf, dass sich die Zulassungsbehörde die wissenschaftlichen Methoden und Denkansätze einer bestimmten Lehre zu eigen macht und sie als den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis deklariert. Nach einmütiger Auffassung des Ausschusses kann und darf es nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, durch die einseitige Festlegung bestimmter Methoden für den Nachweis der Wirksamkeit eines Arzneimittels eine der miteinander konkurrierenden Therapierichtungen in den Stand und Rang einer verbindlichen standeswissenschaftlicher Erkenntnis und damit zum ausschließlichen Maßstab für die Zulassung eines Arzneimittels zu erheben. Was da Einkehr hielt durch die Mitarbeit eines solchen begabten und umfassend gebildeten Menschen wie Gerhard Kienle, war ein erweiterter Wissenschaftsbegriff. Es war Mitte der 70er Jahre. Es war in einer gewissen Weise eine andere Aufbruchszeit. Und mit einem gewissen Humor hat Gerhard Kienle im Anhangskapitel seiner Schattauer Schrift ein paar Begriffe definiert, dabei auch den Begriff Opinio communis, Begriff des Aristoteles für Tatsachen, die allen Menschen offensichtlich zu sein scheinen und die darum keinen Ansatz und keine Notwendigkeit zu einer wissenschaftlichen Untersuchung zu bestehen scheint. Opinio communis. Heidegger hat in seinen Zeiten 1927 geschrieben, das Niveau einer Wissenschaft bestimmt sich darin, wie weit sie einer Krise ihrer Grundlagenbegriffe fähig ist. Also die Frage, die Mitscherlich stellte, ist die Medizin fähig einer Krise ihrer Grundbegriffe? Und zurück zum Allgemeinen, ist die Wissenschaft überhaupt fähig, sich selber in Frage zu stellen? In Auschwitz war Ludwig Fleck, ein Immunologe, Bakteriologe und Erkenntnistheoretiker aus Lemberg, Galizien. Und ihm verdanken wir eine große Schrift des 20. Jahrhunderts, Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Fleck hat als erster aufgezeigt im 20. Jahrhundert, dass die sogenannten wissenschaftlichen Tatsachen häufig genug auf vorwissenschaftlichen Einigungsprozessen, kollektiven Denkmustern und machtvollen Geltungsansprüchen bestehen, die allerdings eine objektive Gültigkeit beanspruchen. Thomas Kuhn hat 1962 in seiner berühmten Paradigmenlehre das Ganze wieder aufgegriffen und eigentlich auch da gezeigt, wie es so etwas wie Normalwissenschaft gibt, was sich immer gegen außerordentliche Wissenschaft behauptet und fundamentale Neuerungen, die von daher kommen, die die eigenen Grundpositionen erschüttern, immer abwehrt und selber definiert, was überhaupt ein wissenschaftlich zulässiges Problem sei und wie die legitime Problemlösung sein könnte. Zurück zur Anthroposophie. Im Sinne von Thomas Kuhn ist sie außerordentliche Wissenschaft. Wenn das Wissenschaft ist, was Virchow als alleinige Methode sozusagen als einzige Methode definierte, dann ist sie keine Wissenschaft. Aber das setzt voraus, dass man den Gegensperanzbereich überhaupt so eng gefasst hat und diese Definition gefällt hat, dass nur das als wissenschaftlich anzusehen ist. Und wie Eduard Seidler einmal sagte, dieser berühmte verstorbene Medizinhistoriker der Universität Freiburg, diesen alten Kampfbegriff der Unwissenschaftlichkeit auf alles drauflegt, was sozusagen nicht in diesen definierten Gegenstandsbereich hineingehört. Als Martin Buber vorgeworfen wurde, er sei zu wenig Wissenschaftler, um an die Universität Jerusalem berufen zu werden, hat er der Kommission geschrieben, wer neue Bahnen befuhr, musste sich zu allen Zeiten deren Existenz von den Passagieren der Alten bestreiten lassen, ohne sich selbst an der Diskussion in anderer Weise beteiligen zu dürfen, als dass er weiterfuhr. In gewisser Weise
hat Rudolf Steiner nach vielen Versuchen, akademisch aufzutreten und zu kämpfen am Ende des 19. Jahrhunderts, was sehr schwer war, für eine Erweiterung des Wissenschaftsbegriffes, das getan, was einmal, ich glaube, Ernst Mach sagte: Wenn man sich eben nicht weiter auf diesem Feld verständlich machen kann, dann bleibe nichts anderes übrig, als eine Schule zu gründen und Schüler heranzuziehen, statt diesen fruchtlosen Kampf ins Endlose zu führen. Aber ich glaube, wir erleben in der Gegenwart wieder sehr deutlich eine Krise. Natürlich wird so etwas wie die Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie regelmäßig sozusagen, die Unwissenschaft wird postuliert, aber je eifriger es geschieht, umso naheliegender ist der Verdacht, dass die Sache sowieso Ausdruck einer Krise ist. Jakob und Wilhelm Grimm: Krise als Entscheidung in einem Zustand, in dem Altes und Neues miteinander streiten. Dieses Paradigma des 19. Jahrhunderts hat unsägliches Leid verursacht. In der Lebenswelt der Menschen, im Zusammenleben der Menschen, in der Ökologie. Und irgendwo ist es am Kippen. Und sogleich, so mein Eindruck, umso massiver wird sozusagen im Sinne von Thomas Ebb Kuhn abgewehrt, was diese Erweiterung beansprucht, oder Methoden, Wege oder auch Protagonisten von Menschen, die für diese Erweiterung einstehen. Steiner sagte immer, er habe nicht die Fragen gestellt, die Fragen seien aus der Zeit auf ihn zugekommen. Die Anthroposophie versuche, sich Zeitfragen zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Und es wäre nicht nach ihm gegangen. 1945 erschien in Dornach ein sehr interessantes Buch, das erfolgreichste des Goetheanum bis heute: Erde und Mensch, ihre Bildekräfte, Rhythmen und Lebensprozesse. Ein über 400 Seiten umfassendes Buch von Günter Wachsmuth über die Erde als Organismus. Nach einem umfassenden Studien von Rhythmologie, endogenen, exogenen Rhythmen, ein Zusammentragen dessen, wie man die Erde als Lebewesen fassen kann, 1945. Es bekam bemerkenswerte Rezensionen, auch in der Schweizer Medizinischen Wochenschrift. Bei Wachsmuth, der hier die naturwissenschaftliche Sektion leitet, ganz deutlich mit der Sorge verbunden, dass man immer mehr eingreifen wird, immer mehr in lebenden Organismus der Erde, ohne die größeren Zusammenhänge zu sehen und zu erkennen, die Sphären und die Hüllen zerstört, die einem Lebewesen zugehören. Auch ein äußerliches Klima zerstört, weil man das Innere nicht halten kann. Make the best available science the heart of politics and democracy, sagte vor 3 Jahren sehr berühmt Greta Thunberg in Straßburg. Für Wachsmuth wäre the best available science so eine Wissenschaft gewesen, eine Wissenschaft des Lebendigen. Und sie wirklich zum Herz zu machen von Politik und Demokratie wäre ein Ziel, ein Beitrag der Anthroposophie zur Kultur, zur Wissenschaftskultur. Nun, jetzt am Ende angekommen, ohne zu wissen, ja doch, eine Zeit wurde eingeblendet, vielen Dank, wo wir zeitlich stehen. Es liegt nicht nur immer an den anderen, warum eine außerordentliche Wissenschaft Schwierigkeiten hat, sich geltend zu machen. Und da möchte ich noch kurz 4 Punkte aufzählen, die mir wesentlich scheinen, auch für uns selbst, wobei ich jetzt nicht das Goetheanum meine, sondern Menschen überhaupt, die sich mit der Anthroposophie engagieren. Schiller hat einmal in den Xenien geschrieben, wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu tun. Also wenn ein großer Impuls, ein königlicher Impuls da war, dann beginnt langsam die Kärrnerarbeit der Aufarbeitung. Rudolf Steiner war nichts Kleines in der Bewusstseinsgeschichte der Wissenschaften. Und das von ihm großräumig entwickelte, ist eine riesige Arbeit. Das aufzuarbeiten in den Erkenntnisprinzipien, aber auch in den Auswirkungen auf die Lebensfelder, ist ein Riesenwerk. Und das hat erst begonnen, teilweise auch im 21. Jahrhundert erst. Die Publikationen von Marek Majorek aus Warschau, aber in Deutschland und in der Schweiz,
vollbracht über Rudolf Steiners Geisteswissenschaft, Arbeit in den Lebensfeldern der Medizin, von Gerhard Kienle über Peter Heuser, Armin Husemann, Friedrich Edelhäuser im Bereich der Biologie, Wolfgang Schad, Thomas Göbel, Bernd Roslenborch und viele andere Freunde. Wissenschaftliche Arbeiten im Sinne dessen Goetheanismus, seelische Phänomenologie, Geisteswissenschaft haben es schwer, überhaupt nur innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft hinreichend rezeptiert zu werden. Damit meine ich ein großer wissenschaftlicher Impuls, dass er nach 100 Jahren noch immer gewissermaßen marginalisiert dasteht. Das ist nichts Besonderes. Bei Aristoteles waren es 1000 Jahre, bis sein Wissenschaftsansatz in der Kultur breiter rezipiert wurde. Wir haben heute den Eindruck, so lange sollte man nicht warten, denn es gibt gewisse Dynamiken der Störung und Zerstörung, die lassen einen vielleicht nicht mit ruhigem Atem auf 1000 Jahre zugehen. Aber ich möchte sagen, die Aufarbeitung auch intern ist eine Riesenaufgabe und sie dauert. Es fehlen oft die Gelder, die Möglichkeiten, die Menschen. Und wenn es dann gelungen ist, ist es sowieso auch nicht gleich im Mainstream. Aber es ist eine riesige Aufgabe, wenn ein König, wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu tun. Der zweite Punkt, es ist uns sicherlich nicht gelungen, in diesem 20. Jahrhundert und Beginn des 21. genug zu sehen, wo der anthroposophisch erweiterte Wissenschaftsansatz, in was für eine Welt er fiel, wo auch erweiterte Ansätze da waren. Nicht in der Sprache der Anthroposophie, aber hochoriginell. Auf die Fragestellung, die das 20. Jahrhundert stellt, hat nicht nur Rudolf Steiner geantwortet. Und es wäre eindrucksvoll, mit einem größeren Horizont zu sehen, allein schon im Bereich der Anthropologie, wer und wie gearbeitet wurde über Wesen, Sinn und Möglichkeiten des Menschseins, um Gerhard Danzer zu zitieren, was alles geschehen ist. Viel Aufbruch in diesem 20. Jahrhundert, viel Lichtes, bis hinein in die Psychotherapie, aber man könnte viel nennen. Und die anthroposophische Arbeitsrichtung war oft mit sich beschäftigt. Mehr Kontextualisierung, nicht Nivellierung, aber zu sehen, wie eigentlich menschheitlich Herausforderungen da sind und der anthroposophische Beitrag einer ist. Ein dritter Punkt, sicherlich ein Defizit in der Wahrnehmung dessen, wo hochoriginelle Entwicklungen auch in der sogenannten Normalwissenschaft waren, wenn es das denn gibt. Jedenfalls in dem Weg der naturwissenschaftlichen Forschung sind ja tiefe Grenzerfahrungen erreicht worden im 20. Jahrhundert mit einer eindeutigen Spiritualisierung. Das zu verfolgen ist auch eine Lebensaufgabe, gehört aber zu diesem Projekt. Und den vierten Punkt möchte ich auch noch ansprechen mit Wolfgang Müller. Und er sagt die Verkleinerung, die Selbstverkleinerung der Anthroposophie als eine Gefährdung. Wenn man uns fragt, was ist wissenschaftlich oder was ist kulturbereichernd an der Anthroposophie, würden wir vielleicht wirklich auf die Waldorfschulen zu Recht verweisen. Aber er sagt, das reicht eben nicht. Und er schreibt in seinem Buch Zumutung Anthroposophie, außerordentlich lesenswert, Info 3 Verlag, 2021 erschienen. Hat die Anthroposophie, so fragt er, womöglich das erlitten, was Steiner sinngemäß dem modernen Christentum vorhält, den eigenen geistigen Anspruch nicht auf seiner vollen Höhe vertreten zu können? Und hat sie nicht auf diese Schwäche ganz ähnlich reagiert, mit einer Fokussierung aufs ethisch-praktische, Caritas und Waldorfschulen? In dieser Sprache glaubt man, sich noch verständlich machen zu können, sich durch seinen praktischen Nutzen ausweisen zu wollen. Das bleibt, wenn das Entscheidende fehlt, nämlich den eigentlichen Inhalt, den eigenen Inhalt zentral zu fassen und in einer Weise zu vertreten, die es mit den dominierenden Mentalitäten aufnehmen kann. Erst dies aber könnte der Praxis ein starkes Rückgrat geben. Und erst dies könnte den Weg öffnen, um nicht nur eine Nische zu besetzen, sondern einen kulturellen Wandel einzuleiten. Also das Stichwort Selbstverkleinerung.
Also die Grundlagen dieser Praxisgebiete, das ist der Beitrag zur Kultur. Sie selber sind es dann auch, aber die wissenschaftliche Fragestellung. Es ist natürlich nicht so einfach, das weiß Wolfgang Müller auch, diese Dinge in der Öffentlichkeit, die das ja erst einmal gar nicht wissen will. Als Immanuel Kant Hamann nicht versteht, diesen spirituellen Philosophen, schreibt Hamann ihm: Sie müssen mich fragen und nicht sich, wenn Sie mich verstehen wollen. Also sind Sie überhaupt bereit, sich in mich einzudenken? Oder legen Sie, wie viele der Kritiker, einfach ihre Interpretation auf mich darauf? Wenn man das alles übersieht, dann ahnt man, wie schwierig das Ganze ist. Auch der Beitrag zu einer Wissenschaftskultur unter Einschluss der Idee der Moralität, wie Kant sagte. Und vielleicht versteht man auch, dass 100 Jahre doch nicht so eine sehr lange Zeit sind. Vor allem, wenn es Jahre von Weltkriegen sind, Genoziden, ökologischen Katastrophen. Und wir sehen ja auch seit 2 Jahren, wie eine gewisse Problematik uns beschäftigt, von morgens bis abends. Anthroposophische Grundlagenwissenschaft braucht auch Zeit, Kraft und Hinwendung. Ich könnte schließen mit Egon Friedell, einem von mir sehr geliebten jüdischen Kulturphilosophen aus Wien, der einmal sagte: Kultur ist Reichtum an Problemen. Insofern ist der Beitrag der Anthroposophie zur Kultur sicher auch ein problematischer. Damit ist aber nicht gemeint, dass sie selber ein Problem generiert, sondern dass sie etwas aufzeigt, woran zu arbeiten ist. Also nichts, woran selbstzufrieden man sich zurücklehnen kann, sondern eben ein großes Forschungsgebiet mit Relevanz für das Leben der Menschen. So hoffe ich, dass ich in diesen 50 Minuten ein wenig dieses Thema abgeschritten bin von Immanuel Kant über die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Inneren einer Zivilisation? Und lebt da vielleicht die Frage nach dem, was ist der Mensch? Dass du sein gedenkest, wie es im Psalm heißt. Und die Bedeutung dieses Menschenbildes am Beispiel der Medizin, wie fatal es sein kann, diese Reduktion auf die Körperlichkeit, verbunden noch vielleicht mit einem selektiven Denken. Und da hinein die Herausforderung, das wieder zu weiten, was vielleicht nicht immer gesellschaftlich, ökonomisch, technologisch gewollt wird. Und die Aufgaben, die sich damit stellen, auch im internen Diskurs. Diesen Weg könnte eben in Friedell münden. Kultur ist Reichtum an Problemen, aber nicht als Schwierigkeiten gemeint, sondern als Herausforderungen, die es anzugehen gilt. In diesem Sinne ein Beitrag zu der Frage Anthroposophie, eine Erweiterung der Wissenschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit hier im Raum und hoffentlich ein wenig draußen noch. Und wir hätten jetzt noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Wie bei all diesen Montagabenden ist die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen und die werden dann hier, wenn die Technik funktioniert, auch eingeblendet. Und sicher werde ich sie nicht beantworten können oder nur manche und dann auch nur aphoristisch, aber wir können es versuchen. Aber auch die hier im Raum Anwesenden können natürlich beginnen, etwas zu kommentieren oder zu fragen, wenn Ihnen danach zumute ist. Möchte jemand hier im Raum beginnen oder wollen wir, jawohl, Reduktion des Menschlichen auf ein biologistisches Verständnis? Wird es nicht begleitet von der sich parallel entwickelnden Psychologie? Wurde Seelisches nicht auch wissenschaftlich behandelt? Eine sehr interessante Fragestellung. Die Psychologie im 19. Jahrhundert, eine Psychologie sozusagen, die ihre eigenen Methoden definiert, ist, glaube ich, im 20. Jahrhundert sehr, sehr stark erst entwickelt worden. Im 19. Jahrhundert, wenn überhaupt von Psyche noch die Rede war, war ja die Bemühung eigentlich zu sagen, es sind Emergenzphänomene von körperlichen Erscheinungen. Das heißt, natürlich erleben wir Assoziationsvorstellungen, aber eigentlich liegt dem ein neuronales Geschehen zugrunde. Also eine wissenschaftliche Forschung im Bereich der Psychologie wäre neuronale Forschung. Und wir sehen ja einen ganz starken Zug bis heute in der Medizin
dass es in der Psychologie, dass es eigentlich das Wissenschaftliche an der Psychologie, das Neurologische oder in gewisser Weise das somatische Äquivalent dessen, was psychisch erscheint. Aber so ist es im 20. Jahrhundert nicht geblieben. Es gab eine Revolution, eine Revolte, einen richtigen Aufstand. Und da hat erst einmal Sigmund Freud, Viktor Frankl, C.G. Jung, später aber auch Weizsäcker oder Mitscherlich und viele andere die Eigenbedeutung des Psychischen und wissenschaftliche Methoden psychischen Lebens, Erlebens und Erfassens. Aber es ist bis heute spannend, wenn man ein Psychologielehrbuch anblickt oder ich bin Psychiater, ein Psychiatrielehrbuch, wie großen Teil eigentlich die körperlich-naturwissenschaftliche Forschung an der psychologischen Forschung hat und wo eigentlich eine originäre psychologische Forschung erst beginnt und sie muss ringen um ihren eigenen Bereich. Ich bin nicht zu Hause in den Diskussionen um die wissenschaftliche Psychologie, aber ich glaube, dass es zu den Errungenschaften des 20. Jahrhunderts gehört, dass dieser Bereich wieder gesehen wurde und Methoden sich ausgebildet haben. Und ja, ich meine ja insofern, es ist so viel im 20. Jahrhundert gekommen, was diesen Materialismus des 19. Jahrhunderts hinter sich gelassen hat, der allerdings auf der Ebene von Ökonomie und Technik eben weiterhin sehr stark ist und zivilisationsgestaltend. Was die Wissenschaft auszeichnet und vom Glauben unterscheidet? Nun, um das kurz zu machen, ich bin natürlich der Auffassung, dass der Kern der Wissenschaft Erkenntnistätigkeit ist. Und eine erkennende Tätigkeit ist von einer Glaubenstätigkeit, sofern man unter Glauben ein Fürwahrhalten nicht einsehbarer Bereiche versteht. Man kann ja auch sehr anders glauben, wie Thomas von Aquin und anderen verstehen und begrifflich fassen. Aber wenn es nur das Postulat ist, man kann sich auf etwas verlassen. Wissenschaft, auch wenn sie sich in Bereichen bewegt, wie zum Beispiel dem Christentum, wo Rudolf Steiner sagt, es gibt einen erkennenden Zugang zu dem, was sich vor 2000 Jahren auf Golgatha ereignet hat und nicht nur einen glaubenden. Also ich würde sagen, Wissenschaft als ein sich selbst gewahrendes, erkennendes, denkenden Ich, das zu den eigenen Horizonten und Begriffen findet und innere Evidenzen hat in der Begegnung mit der Weltwirklichkeit. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Opposition zu einem Glaubensbegriff, der dem Menschen das prinzipiell abspricht und sagt, das ist ein Bereich, der jenseitig ist. Und das Übersinnliche ist nur dem Glauben zugänglich und im Sinnlichen gilt die Wissenschaft als Erkenntniswissenschaft. Gegen so einen Antagonismus hat sich Rudolf Steiner immer verwahrt. Oh, heute scheint ein unangenehmer Kultur. Wie gehen wir diese Tendenz zu Besserwissertum und Verschwörungstheorien? Ja. Also das ist natürlich ein riesiges Feld, Und in gewisser Weise ja schon eine ironisch bis polemische Formulierung, nicht? Als wäre das der Kulturbeitrag der Anthroposophie. Ja, ich persönlich finde diese Form von wie soll man sagen, Klassifizierung der Gesellschaft grundsätzlich problematisch. Die Studien zu den Querdenkern, es fällt. Und zu meinen, dass es eine identische Gruppe ist, eine soziologisch definierte Gruppe, von der man sich in toto am besten nur abgrenzt, glaube ich, ist auch das Endprodukt einer gesellschaftlichen Radikalisierungs- und Polarisierungsepoche. Also ich glaube, seit anderthalb, fast 2 Jahren jetzt haben wir irgendwie eine Neigung sozusagen zu meinen, es gibt nur das Extrem und nur das Extrem. Und es sind Menschen auch als Querdenker diffamiert worden. Ich denke an Jochen Kirchhoff, ein hervorragender Schelling-Philosoph und Biograf, der in einer Sendung, in einem Kanal kritische Fragen sozusagen zum Pandemie-Management ohne die Krankheit und ohne vieles in Frage zu stellen, aber einfach im Umgang mit öffentlicher Meinung und Meinungsbildung. Er ist dann auch sofort ein Querdenker gewesen und er ist sofort aus dem Diskurs gefallen. Insofern finde ich es immer sehr schwierig zu sagen, was die überhaupt sind. Ich glaube, dass wenn man sieht, was in der Corona-Krise von anthroposophischer Seite
auch gearbeitet wurde und auch positive Beiträge im Bereich der anthroposophischen Medizin, im Bereich der Waldorfpädagogik und zwar weltweit gekommen ist, dann scheint mir das eine mediale Positionierung zu sein, die ich auch nicht ganz nicht interessengesteuert finde. Also sozusagen Anthroposophie nur vor allem in diesem Spektrum zu sehen und als Teil sozusagen der Problemgesellschaft zu definieren, scheint mir mit dem Umfang, wenn ich blicke, was machen Anthroposophen seit knapp 2 Jahren in dieser Krisenlage, in keiner Weise dem gerecht zu werden, was der Kulturbetrag der Anthroposophie ist. Dass es Menschen gibt, die die Anthroposophie spannend finden und trotzdem extreme Positionen vertreten oder aus meiner Sicht auch absurde Dinge, das gab es schon seit 100 Jahren und war in jeder Wissenschaft und in jeder Weltanschauung so. Aber daran den Kulturbeitrag der Anthroposophie festmachen zu wollen, ist für mich Ausdruck einer medialen Positionierung. Und wie man sich zu diesen Phänomenen zu stellen hat, das ist immer eine Frage der eigenen Urteilskraft und Urteilsfähigkeit. Und da ist niemand sozusagen der Aufgabe enthoben. Insofern gibt es da, glaube ich, weder eine Lehrmeinung noch etwas, sondern irgendwie eine Wahrnehmung einer komplexen gesellschaftlichen Lage. Kann ich noch was sehen? Hat Rudolf Steiner wissenschaftliche Erkenntnisse negiert oder erweitert? Hätte er aktuelle Forschungsergebnisse als irrelevant abgelehnt? Naja, wenn Sie einmal einen Blick allein in Rudolf Steiners Bibliothek werfen wollen, die ist ja nicht nur sichtbar, sondern auch als Buch erschlossen. Ich kenne wenige Menschen, die zeitgenössisch so viel wissenschaftliche Literatur auf so vielen Lebensfeldern rezipiert haben, und zwar bis zuletzt. Er war ja von der Ausbildung Naturwissenschaftler und ich glaube vom Lebensauftrag Geisteswissenschaftler. Und er hat zeitlebens von der Medizin über die Physiologie bis zur Psychologie und der Politologie und Geografie so viele Dinge versucht zu verfolgen als einer vielleicht der letzten Universalisten des 20. Jahrhunderts. Er hat sich brisant dafür interessiert und wenn man die Werke und Schriften liest, sieht man doch auch, wie aktuell er sich mit ihnen auseinandersetzt. Also er war nie jenseits der damals modernen Forschung und dazu interessierte es ihn viel zu sehr. Also insofern hätte er weder heute noch damals komplett negiert, was auch auf der Ebene der physikalisch-chemischen, naturwissenschaftlichen Forschung sich entwickelt. Aber er hätte es vielleicht auch sich nicht damit zufrieden gegeben. Also ein aktiver Rezipient, und das zeigen alle wissenschaftlichen Biografien Rudolf Steiners und wurde ja auch oftmals anerkannt. Und also da, glaube ich, wollen wir noch was? Was ist das Ziel der Anthroposophie und wodurch unterscheidet sie sich von Metaphysik? Ja, das wäre natürlich eine schöne Frage jetzt, was versteht man unter Metaphysik und wie ist der Begriff Metaphysik in den letzten 2500 Jahren gehandhabt worden. Die triviale Gebrauch sozusagen des Begriffes ist natürlich dessen, was jenseits der Physik ist oder über der Physik oder in gewisser Weise der Physik transzendent. Das Spannende der Anthroposophie ist die Immanenz des Geistes. Das geht schon beim Goetheanismus los, das Durchgeistete ist die Pflanze sozusagen. Das heißt Gestaltgesetze, Formgesetze, das interessiert doch. Also wo wird Geistiges bis zur Formgestalt sinnlich sichtbar? Also die Anthroposophie ist alles andere als eine 2- oder 4-Welten-Lehre, sondern die Immanenz des Geistiges im Physischen, im Natürlichen. Und insofern, wie Herr Müller schreibt, eine Rehabilitierung der sinnlichen Lebenswelt. Ja, also eben nicht eine Askese oder eine transzendente Metaphysik, sondern der Versuch, einen neuen Substanzbegriff zu fassen für die Pharmazie, wie für andere, für die Landwirtschaft. Und wir haben das vor einer Woche gehört, das sind Geheimnisse in der Materie. Wenn Sie auch wollen, Sternenwirken im Erdenstoff. Das hat auch etwas zu tun mit einem erweiterten Ökologiebegriff. Also insofern ist die Grenze oder die Trennung zur klassischen Metaphysik, die ist nahezu polar. Es gibt natürlich auch ein anderes Verständnis von Metaphysik als dieses einfache. Aber ich glaube, die Immanenz des Geistigen im Physischen war das, was Rudolf Steiner am allermeisten interessierten und was unsere Forschungen am meisten irgendwie auch bis heute belebt. Noch eine Frage, ich bin bisher nicht deutlich. Aha, ja, ich kann nicht alles gleichzeitig. Okay. Also gut, dann ist das die letzte Frage hier und dann kommt Ihre noch und dann schließen wir ab. Welchen Nutzen habe ich als Mensch von der Anthroposophie?
Ja, das ist schon, da könnte ja jeder Mensch sozusagen jetzt selber antworten und ich könnte beschreiben, was sie in meinem Leben verändert hat und so. Aber wenn man das jetzt weiterfasst und von der eigenen Subjektivität abhebt, aber ich glaube, ich bleibe doch in gewisser Weise auch bei mir. Ich kann sagen, ich komme aus einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, Leistungskurse Physik und Chemie. Für mich war die Anthroposophie eine Neubesinnung auf das, was Menschheit und Menschlichkeit und Menschsein bedeutet. Dass der Mensch überhaupt mir zu einem riesigen Problem wurde, aber auch zu einem Geheimnis, zu einer Wesenheit. Und das war im Medizinstudium ganz deutlich, nicht, dass ich auch, man kann mit einer solchen Liebe ein Skelett, eine Muskulatur, einen Leib neu verstehen lernen, weil dieser goetheanistische, morphologische Lebensprozess, das sind ja Dinge, die man lernen kann am sinnlichen Studium. Und dann durch Anthroposophie aber auch wach werden für die seelischen Kräfte, die in einem Menschenleben. Das kann man auch ohne Anthroposophie. Aber sie ist eigentlich, ich würde sagen, ein Aufmerksamkeitsschulungsweg. Und das Leben wird reicher und das Leben wird kostbarer und der Mensch wird ein Wesen nicht mehr solipsistisch, jeder ist der Größte, sondern die Idee des Menschen, die Elie Wiesel sagte, umgebracht wurde. Ich erlebte eine Art Auferstehung von dieser Idee des Menschen. Und das hat Folgen dann für das Sozialverhalten, für das eigene Engagement, für die eigenen Wertsetzungen. Insofern, für mich ist sie etwas geworden, was in einer neuen Weise irgendwo Lebensfreude und Lebensinitiative mit sich gebracht hat. Und letzter Punkt, auch ein aufmerksames Interesse für Literatur, Philosophie, Psychologie des 20. Jahrhunderts. Also eben gerade nichts, was in sich abschließt und dann als Nebenlehre sich verselbstständigt, sondern eigentlich ein öffnendes Organ für anderes. Und eines der schönsten, was ich einmal gehört habe, ich habe ein Buch geschrieben über Hans und Sophie Scholl und dieses Buch wurde in Amerika der alten Freya Moltke geschenkt. Freya Moltke, die Frau von James Graf von Moltke, also Kreisauer Kreis. Und sie hat es gelesen, sie war schon über 100 und hat nachher gesagt, die Anthroposophie war offensichtlich für den Autor ein Organ, um Wesentliches sehen zu lernen auf dieser Erde. Das fand ich eines der schönsten Dinge, die man eigentlich hören kann, dass es ein Organ ist, um Wesentliches überhaupt zu gewahr werden, im Geschichtlichen, im Moralischen. Ich kann es nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich das jetzt inkarniert hätte, aber dass man es als einen Weg versteht, der öffnet, für das Nicht-Anthroposophische auch, das scheint mir wichtig. Jetzt Ihre Frage zum Abschluss. Danke. Mir scheint der Sozialdarwinismus, den Sie natürlich zu Recht und intensiv kritisiert haben, der scheint mir heute durch die Hintertür gerade da wiederzukommen, wo ausgerechnet Vertreter der Anthroposophie sagen, wir brauchen keine Corona-Maßnahmen, denn wer erkrankt oder wer gar stirbt, der tut dies, weil sein Immunsystem nicht stark genug ist. Und in Verbindung mit dem Konzept der Salutogenese heißt das dann, er hat sich halt auch nicht genug drum gekümmert. Also mit anderen Worten, das sind auch noch neoliberale Konzepte, die da reinspielen. Und mich würde jetzt interessieren, wie ist dazu eigentlich der Stand der inneranthroposophischen Diskussion? Ich glaube, das ist doch sehr schwer zu sagen, was der Stand der inneranthroposophischen Diskussion ist. Sie haben es ja selber gesagt, man kann aus der Anthroposophie Schwerpunkte setzen und man kann das Immunsystem so gewichten oder wo Sie sagen, man kann den Neoliberalismus so wieder mit anthroposophischen Argumenten abstützen. Also ich glaube, das ist ein offenes Feld. Die Anthroposophie selber ist ja nicht eine Lehrmeinung, sondern ist in diesem Sinne, ich glaube, das sind diese Beiträge zu einer neuen Anthropologie und auch
Kosmologie und Ökologie und was Menschen damit machen, Einzelne, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Und ich kenne die Position, die Sie vertreten, als kritische, und sie kann überspitzt, wird sie genau das, was Sie sagen. Sie hat natürlich im Kern auch, glaube ich, Elemente, die in der Medizin dringlich fehlen. Das ist ja gar nicht zu leugnen, dass die Frage Immunsystem, Individualität, also bis hin zu den psychosomatischen Forschungen, wo klar gesagt wird, wie wichtig dies alles gefährlich, sowas zu sagen, weil am Ende steht man da wie so jemand, den Sie schildern. Insofern, das kippt dann in einer gewissen Weise, wobei ich die Menschen, die Sie schildern, selber nie getroffen habe, die daran sterben, sozusagen sagen, entweder selber schuld oder ja, ist auch an der Zeit oder ich weiß nicht. Aber dass Elemente eines salutogenetischen, immunologischen und in gewisser Weise Denkens dann auch missbraucht, davon frei, könnte nicht aus Viktor Frankls Lehre oder aus C.G. Jungs Lehre genauso eine Rezeption erfolgen, die mit einer aktuellen Krisensituation auch einen schwierig behandelt haben, therapiert haben, sowohl hausärztlich als auch klinisch und mit einem völlig anderen Ziel sozusagen als ein neoliberales, selektionistisches. Aber ich gebe Ihnen insofern recht, diese Gedankenformen sind alle nicht tot und sie gehören dem 21. Jahrhundert an und sie können in Menschenseelen wie in Weltanschauungen sich geltend machen. Und insofern wird es sicher auch in der Anthroposophie oder in der anthroposophischen Szene Menschen geben mit einem solchen Gedankengut. Denn ich glaube, das ist genauso allerdings wie in materialistischen Kreisen oder in ökonomischen Kreisen das Gedanken des Sozialdarwinismus und, wie Sie sagen, des Neoliberalismus, die sind omnipräsent und sie können sich dieser jeweiligen Weltanschauungen auch bedienen. So sehe ich den Kräftekampf. Insofern ist es für mich kein Anthroposophie-immanentes Problem, sondern gehört zur Pluralität einer Rezeption. Das ist mein Eindruck. Viertel nach, wollen wir es stehen lassen?